Grüß euch, da ist wieder Rucksacktaxi. Heute bin ich am Obernierenbachtal am Parkplatz und gehe mit euch auf den Breitenstor. Wir sind den schon mal gegangen, von Fischbachau, zweimal in zwei Varianten und heute eben von da herüben, dass ich das auch mal gesagt habe. Auf geht's! Wir starten vom Parkplatz und halten uns gleich mal Richtung Wirtsalm. Also gehen wir leicht rechts rauf und nicht links runter. Wir sehen schon durch auf unser Ziel auf dem Breitenstor. Schade ist, dass der erste Teil ein bisschen auf der Teerstraße aufgeht oder erst einmal, kann man sagen, hintergeht. Und irgendwie bin ich heute mit der Angel recht zusammen, weil ich vorher mitgekriegt habe, dass am Bauern eine Kuh abgeht. Die ist nicht beim Rest dabei. Die sind gleich gekommen, wie einer geschrieben hat. Ich habe als Bauer auch schon einmal Kalbe gesucht auf der Alm. Da weiß man, dass es um echter Reis geht, dass nichts passiert ist. Da von rechts habe ich geplant, dass wir später runterkommen. Und jetzt halten wir uns erst links über die Brücken und ich meine, dann geht es gleich rechts rauf. Der Weg da von rechts runter, der ist insgesamt ein bisschen flacher. Ich werde aber zwischendurch auch noch mal beim Runtergehen praktisch nur mal bergauf gehen müssen. Trotzdem möchte ich es als Runden machen und dann haben wir praktisch einmal Richtung Süden, Westen und auch Richtung Norden aussehen und mit der Aussicht beim Runtergehen. Und wie vermutet, biegen wir gleich halb rechts wieder ab. Da geht es jetzt Richtung Orblinger Hütten und da ist auch der Breitenstor mit 2,5 Stunden angeschrieben. Ein seltsamer Platz für einen frisch gesäten englischen Rasen. Schaut bald so aus. Wir sind noch nicht lang über die Brücken gegangen, über die kleine. Da steht auch auf eigene Gefahr. Geht es für uns halb links weiter. Da unten ging auch so ein kleiner Steigerl rum, aber auf die Beschilderung schauen, es ist angeschrieben. Man sieht da wieder mal leicht hinaus in die Richtung, wo wir hergekommen sind. Und jetzt wird die Steigung langsam ein bisschen stärker. Jetzt wird er warm. Unten geht es ja wirklich lang, flach hinter. Und ich denke, bis zur Orblinger Hütten auf bleibt es aber schattig und für den Sommer wirklich gut geeignet.
eine Infotafel. Und da sogar so ein kleiner Wasserfall herin. Und da ging es jetzt gerade weiter Richtung Hochsaalwand, Rheindelalm. Und wir gehen aber rechts und bleiben auf Kurs Richtung Orblinger Hütten. An der kommen wir vorbei. Das meine ich ist jetzt dann bald schon die letzte Kehr, die da kommt, oder so langzogige Kurven. Und dann geht es Richtung Breitenstauf. Zwischendurch haben wir mal Aussicht oben und nur mal die Wirtsalm. Ich merke gerade, die Kreuzung kenne ich noch gar nicht. Ich bin mir jetzt irgendwie sicherer, dass ich letztes Mal doch anders raufgegangen bin. Naja, ist egal. Auf jeden Fall ist es ein schöner Aufstieg. Wir kommen raus zur Orblinger Hütten. Das ist ein Selbstversorgerhütten und das hört sich ganz brutal nach Umbau. Heute meine ich schon ein Zimmerer mit einem Anhänger voll Holz raufgefahren. Dem hat schon gescheit pressiert. Wir kriegen ein neues Dach. Ich habe gerade noch mal geschaut nach einem Ratsch an der Orblinger Hütten. Wir gehen vor der Felswand da oben rechts und da geht es noch einmal sogar ein Stückchen bergab. Da ist eine Warnung, Durchgang mit Steinschlaggefahr. Man sieht den Brocken rumliegen. Durch die Baum sehen wir auf das erklärte Ziel. Da geht es jetzt auf der Straße weiter, wie man gesehen hat, auch mit dem Starschlag gefährdeten Stückerl. Und zwar bis dann über, wo der Materiallift von der Hubertushütten raufführt. Und da gingen wir auf. Wir sind an der Talstation vom Materiallift, wie ich es euch gesagt habe. Da heißt es natürlich gut zumachen, weil die Bixen da wahrscheinlich schon warten dann, dass sie abhauen können. Und wir gehen jetzt gleich danach rechts rauf. Ja, das ist jetzt da der Durchgang, wo ich damals raufgekommen bin. Das ist ja schon 10 oder 15 Jahre her. Und tatsächlich ist da auch nochmal Bad Feilenbach angeschrieben runter. Ich habe ja eigentlich hinten runter geplant. Das schmeiße ich aber wahrscheinlich um und werde da runtergehen. Gut, dass die letzten Tage ein bisschen abgefrischt hat. Darauf geht es zur Sache. Es ist ein bisschen steiler. Und es geht so teilweise in Serpentinen unter der Seilbahn auf. Und da darf man normal ganz schön schwitzen, weil da scheint jetzt die Sonne rein.
Wir kommen gerade zu Hubertushütten. Von da links sind wir letztes Mal gekommen, wie wir übers Breitenstau Fensterlauf gegangen sind. Ich werde jetzt durchgehen, an den Gipfel. Und mal schauen, ob ich runter zu einer Eike. Ist aber recht gemütlich da. Der Breitenstau natürlich wieder gut besucht. Auch an einem Donnerstag. Das ist aber mitten unter der Woche. Gleich, nur am Wochenende steigert sich das halt nochmal. Am Bockstor ist heute das Lecklein gespannt. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna. Die Preise lese ich euch nicht vor, die seht's ja. Es ist wirklich erstaunlich, dass die so alles da herum so zugeht, da man da ganz günstig einkehren kann. Natürlich nur heraußen, weil innen gibt es keine Sitzplätze auf der Hubertushütten. Aber heraußen wirklich wunderbar, mit einer Aussicht, die kann sich halt sehen lassen. Ich gehe jetzt gerade wieder von der Hubertushütten runter. Ein kurzes Fazit zu der Tour beim Nuntergehen und nebenbei könnt ihr euch die Bilder vom Nuntergehen anschauen. So nicht ganz bis zu der Talstation von seiner Materialseilbahn und wer dann links nach Fallenbach runtergeht. Ich habe erst gemeint, ich gehe praktisch um den Breitenstau rum. Das mache ich aber nicht, weil ich beim Nuntergehen vielleicht noch ein bisschen von der zweiten Variante von Fallenbach rauf ein paar Aufnahmen machen werde. Das ist besser, glaube ich. Ich habe das irgendwie übersehen in der Karte und war mir sicher, dass ich über die Orblinger Hütten gegangen bin. Und unterwegs ist mir aufgefallen, dass ich da noch nicht drauf gegangen bin. Ich sage einmal, Hubertushütten ist fast weniger besucht wie der Breitenstau, das ist echt überraschend. Man kann wirklich schön einkehren, muss ich echt einmal ausnahmsweise dazu sagen. Ich bin ja sonst wirklich ein Fan von der Altkaiser am Spitzstau. Das ist kein Geheimnis auf meinem Kanal. Aber die Hubertushütten taugt mir auch. Ein gemütlicher Wirt, der immer ein Grinsen im Gesicht hat, der noch Zeit hat für einen Scherz. Das gibt es nicht mehr so oft. Ich glaube, am Wochenende gibt es auch selber gemachte Kuchen sogar extra noch. Und sonst hat er eine ansprechende Almauswahl, das muss man echt einmal dazu sagen. Ich möchte auch heute einmal einen, ich sage einmal, wir kennen uns zwar nicht persönlich, aber fast schon einen YouTube-Freund erwähnen. Das ist der Radl. Der macht auch so Touren wie ich. Er sagt nicht so ausführlich wie ich. Ich finde es aber ganz cool zum Anschauen. Auch. Egal, kann man mal reinschauen, ganz ein Grübiger. We're gonna
Der Steig ist recht gleichmäßig von der Steigung her. Er ist recht angenehm zum Runtergehen. Aber das Gras wächst ganz schön und ich glaube, ich schaue unten einmal genauer nach, ob ich mir nicht einen Zecker eingefangen habe. Ja, beim Aufgehen habe ich noch ganz schlau gesagt, da gehen wir links. Und natürlich hätte man auch geradeaus weitergehen können, dann war ich wieder auf meinem altbekannten Weg gewesen. Aber manchmal ist es gar nicht so schlecht, weil die Runden war halt auch richtig schön. Und jetzt geht es halt noch zurück auf der Straße, wie wir raufgegangen sind. Ich verabschiede mich wieder und sage danke fürs Zuschauen. Vergesst bitte nicht, den Kanal zu abonnieren und viel Spaß beim Nachwandern. Schaut euch einmal die Liste Touren von Rucksacktaxi an. Sie ist sortierbar, filterbar. Ihr könnt euch besser informieren als wir nur in einer Wander-App.